Alexandra, frage die Karten, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Schauen wir uns die Veränderung der nächsten 14 Tage an. Was darf ich weitergeben fürs Kollektiv? Die nächsten 14 Tage sind wir vom Schutzengel begleitet oder dem Schutzengel sehr nahe. Es geht um das 9. Haus mit ein Haus des Elementes Feuer. Es geht um die Sternzeichen Widder, Schütze, Löwe. Es geht um unsere Ethik, um die Religion. Wir haben Ceres dabei mit Fruchtbarkeit und Ernte. Wir haben die Verbundenheit. Und unterm Deck haben wir noch Minimalismus. Seht es nicht so ganz, aber ich brauche den Platz. Also hier kann tatsächlich sein, dass wir große Erkenntnisse haben, dass wir stark angebunden sind oder auch verbunden mit anderen, mit oben, dass wir das auch ausbauen, dass etwas, was wir uns so vorgestellt haben, auch Ernte mitbringt. Und ich glaube, dass es so eine Zeit ist, wo man vielleicht sich so minimieren kann und sich damit sehr wohl fühlt. Ne? Also irgendetwas weglassen oder ja, irgendeinen Umstand so zur Erleichterung zu bringen. Oder auch die Fruchtbarkeit an sich ist, mit wenig zufrieden zu sein und sich trotzdem gut zu fühlen. Ne? Schauen wir ein bisschen näher. Ja, das Leben zeigt sich, unsere Wurzeln, die Vitalität, das Wohlfühlen, das Ankommen irgendwo. Vielleicht hat der ein oder andere auch Gespräche, die Frieden mitbringen, Aussöhnungen, erdende, stabile Energie, Familienthemen. Die Wurzelthemen sind ja auch sehr groß. Natürlich kann es hier um die Verbundenheit gehen, um das Thema. Wir haben Einflüsse von außen, die uns weiterbringen. Wir haben die Sonne im Haus drin und die Liebe daneben. Eine gute Energie auch im Umfeld, gute Verbindungen, gute ja, Herzensverbindungen, würde ich so sagen. Und ich habe hier ein Einsetzen von einer Bewegung, würde ich es mal nennen, die das Leben so in eine neue Phase bringt. Ich habe das Erbe unserer Eltern, unserer Familie, all sowas ist hier im Vordergrund. Und ich habe uns auf unserer Lebensreise von außen angetatscht, in eine friedlichere Stimmung gehen oder auch in eine Situation, wo man aus einer Verstrickung ein Geschenk machen kann. Wir selber liegen im Haus der Blumen, das ist schon mal das Beste, was einem passieren kann. Wir schauen auf das schnelle Glück. Ja, hier ist etwas, was plötzlich greifbar ist, ein guter Moment, eine Möglichkeit auch aus den Familien raus, sich irgendwie super gut zu fühlen. Oder über ein Thema auch hinwegkommen, das so ein Lebensthema ist. Ne? Jeder hat ja eigene. Es kann ja auch eine Zeit sein, wo man tatsächlich da Ruhe reinkriegt oder Fügungen, nennen wir es mal so, wo vorher viel Stress war oder auch Konfliktpotenzial. Ich habe aufregende Neuigkeiten. Ich habe auf mehreren Bereichen eine neue Möglichkeit. Ich habe auch irgendwie sowas wie eine bestandene Prüfung. Geben und nehmen. Hier sind sehr viele Sachen, die über die Emotionen unserer Kindheit hochdrücken.
Wie viele von uns haben mit wenig gelebt? Ich denke viele, wenn man anguckt, was die Kinder heute alle so haben. Da waren wir doch Stiefkinder, aber doch glücklich. Vielleicht geht es um sowas, ne? Das kann ja auch das Schattenthema sein. An sich ist es so, ich habe irgendwie emotionale Erfüllung, ich habe Verbundenheit auch mit der eigenen Seele, das wieder mehr Trauen der Emotionen, die man so hat. Ja, hier ist schon in der Mitte, guckt euch das an, ne? Das ist das Herz des Kartenblattes. Hier liegen Hindernisse drin, die wir mitgeschleppt haben, emotionaler Art. Das kann jetzt sein aus den Familien raus, Vaterthemen, das Thema versorgt sein, wie stehe ich meinen Mann im Leben. Es sind Blockaden, die sind karmischer Art, das heißt, das Erbe unserer Familie spielt hier tatsächlich eine Rolle. Möglicherweise kommen wir hier auch auf den Punkt oder hinter den Punkt, an dem es wichtig ist, für uns unsere Lektion gelernt zu haben. Es ist halt so, ne, dass man im Prinzip die Dinge so hat, dass man seinen eigenen Schatten erkennen kann und dass man seine eigenen Emotionen wieder hochholt. Es geht um Ausgleich, Geben und Nehmen. Es geht um Emotionen, für die wir eigentlich unser eigenes Glück in die Hand nehmen können, aber eben karmisch so ausgebremst sind, dass wir irgendwie, naja, ich habe das Gefühl, so lange gebremst werden, bis wir erkennen. Und das ist hier in der Mitte in der Auflösung. Es ist so eine Zeit der Veränderung, die an allen Bereichen der Herzensangelegenheiten, der Beziehungen auch drin ist, der Verbundenheit, dieses Gefühl von, wo komme ich stabil an oder wo fehlt mir ein bisschen der Untergrund. Wir lösen das hier in Kürze auf. In den Spiegelungen haben wir hier das Pärchen, die Veränderungen, die auch mit dem Gegenüber verbunden sind, die Gedanken, die wir gemeinsam tragen, das Verbundensein, zusammen etwas durchsetzen, was Fruchtbarkeit und Ernte mitbringt. Ja, hier löst sich ein ganz tiefes Ding, das aus den Familien kommt. Ich habe Nachrichten, die Auflösung mitbringen. Eine schnelle, gute Energie, die brauchen wir auch, denn an sich sind wir hier so ein bisschen auch auf dem Platz, wo wir auch Energiereserven auffüllen dürfen. Ich habe sehr viel Kommunikation hier unten, Anrufe, Gespräche, Dokumente. Diese Dokumente liegen hier in der Spiegelung mit dem Stern drauf. Ne? Hier ist eine Energie, die ist sehr klärend. Es kann hier um die Selbstständigen gehen. Im Haus der Sterne liegt der Turm. Es kann um eine Sache gehen, die mit Ämtern oder Behörden zu tun hat. Jedenfalls ist das hier sehr schön zu sehen. Guckt euch das mal an. Das ist, ich weiß nicht, ich denke, man kann es sehen. Das hier ist das Haus des Kreuzes und da legt sich die Schlange rein. Ne? Es geht schon um, hier ist der Bär mit dem Kreuz mit dran. Das sind Elternthemen, das sind Verstrickungen, das sind DNA-Geschichten. Und genau aus diesem Punkt, wo hier die Herausforderung ist oder ein neuer Weg entsteht, liegt im Haus der Schlange hier die Blumen drin. Hier ist etwas, was sich auf der familiären Ebene am Beziehungssystem klärt, was sich wieder unter den guten Stern stellt, was gute Verbindungen auch entstehen lässt, was Blockaden oder Hindernisse im Beziehungsbereich auflöst oder ja, wo sich ein ganz anderes System hier zeigt. Hier lässt man etwas weg, was einem schon lange auf der Seele liegt oder was einem auch Liebeskummer gebracht hat. Hier ist die Veränderung drauf.
Und hier gibt es Nachrichten, die Wege mitbringen. Das kann jetzt aus dem Feld Arbeit sein, Kollegen, Wege für Kinder oder aber auch Freundschaften, Seelenfreundschaften sehe ich hier. An sich ist es ja so, wenn wir uns hier angucken, das Thema Verbundenheit, ne? Und wir sehen hier den Anker im Haus der Mäuse drin und den Ring im Haus der Arbeit und im Haus des Ringes liegt das Haus. Da kommt man aus einer Situation, wo man keinen guten Boden hat, wieder in das Gefühl des Zusammenhaltes. Etwas erleichtert sich, etwas minimiert sich, ein Aufwand, eine große Arbeit, ein Kreislauf, der mehr Hindernisse mitbringt als Auflösung. An sich sieht man auch in den nächsten 14 Tagen Veränderungen im Arbeitsleben. Es kann hier auch um die Ämter der Arbeit gehen, ja, oder um die Selbstständigen. Man sieht Aufträge, Verträge, man sieht schicksalshafte Personen. Wir haben hier die Geldkarte im Haus des Hundes drin. An sich ist es hier so, dass einstens diese Stabilität dran ist und auch irgendwo das Thema finanzielle Sicherheit. Aber ich sehe auch, dass wir hier irgendwo ein bisschen federn lassen. Das kann jetzt sein, dass etwas kostet oder dass etwas teurer wird als vermutet. Nichtsdestotrotz habe ich hier eine andere Energie, die auch auf der Seelenebene große Konflikte wegmacht. Es kann mit dem Thema Versorgtsein zu tun haben oder wie gehe ich damit um, wenn ich wenig habe. An sich haben wir eine fruchtbare Zeit, aber die ist hier eben auch verbunden mit Wechsel, ne? Mit etwas, was wechselt, etwas, was auch ein Finanzkarma irgendwie wegnimmt. Auch da ist das Erkennen noch dran. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier sehr viel hinterfragen oder fragen, wo kommt denn das eigentlich her? Ne? Ich habe eine Woche, wo sich Überraschungen zeigen, die, ich sage mal, die aus einem Mist, der irgendwo entstanden ist, etwas Gutes hat werden lassen. Lasst euch hier nicht ausbremsen. Wenn hier Blockaden oder Hindernisse sind, dann ist das so gewollt, denn es möchte was erkannt oder gesehen werden. Ja, guckt euch das an, das passt so wunderbar. Der Pegasus steht im Prinzip für das Überwinden von Hindernissen. Und wenn wir jetzt hier gucken, hier ist das Hindernis als karmisches Ding zu sehen, als ein tiefer Punkt. Und das Hindernis liegt so, dass es sehr viele emotionale Themen mitbringt und Lektionen oder Sachen, wo man weiß, das ist deshalb passiert und ich kann sie jetzt lösen, weil ich es weiß, dass es deshalb passiert ist. Und es ist eine Zeit, wo man auch wieder dankbar sein sollte. Der Pegasus, wenn die Karte kommt, das geflügelte Pferd sozusagen, dann steht einem eine gewaltige Entwicklung und Transformation vor allem auf der spirituellen Ebene, auf dem Grund des Daseins. Und wir haben die Möglichkeit, eine hohe Perspektive einzunehmen, um hinter die Fassade zu gucken. Wir sind auch aufgefordert, die Herausforderungen so zu sehen. Wir haben hier den Glauben, den Schutzengel. Dass wir einfach die höhere Perspektive erkennen und daraus auch eine Erleichterung verspüren. Die Schöpferkraft ist hier wichtig, ne?
Und es ist so eine Zeit, wo man tatsächlich schwere irdische Lasten einfach so überwindet. Man fliegt drüber weg, man sieht die Dinge ganz anders und es ist wirklich ein tiefgreifender Wandel, der uns wieder an die Quintessenz irgendwie hinbringt. Ne? Spannend, spannend, spannend. Wir nehmen noch ein Krafttier. Ja, die Vollendung mit dem V, auch das ist eine sehr hochspirituelle Karte. Hier sind die Meister und Meisterinnen des Lichts. Und es macht ab diesem Zeitpunkt auch wieder total Sinn mit diesen Karten, die hier am Anfang gefallen sind, denn die Karte sagt, gucke nicht so auf die Materie, sondern schau mal, die Antworten und Lösungen sind hier im Göttlichen zu finden, in den Sternen, in den geistlichen Reichen. Der Pfau wird in vielen Religionen oder Kulturen sehr verehrt. Und wenn der Pfau ins Leben schreitet, dann erinnert er an Befreiung von Leid. Er ist Sinnbild für Überwindung menschlicher Natur. Er erinnert an das Paradies. Es ist auch eine Zeit, das hatten wir hier unten, wo wir sehr viel Botschaften kriegen, wo wir Angelegenheiten lösen, die sehr alt sind. Und wo uns irgendwo auch göttliche Gnade befreit. Und dazu möchte ich jetzt gar nicht mehr sagen, sonst zerrede ich das wunderbar. Ihr Lieben, ich drücke euch bis bald.